Für mich ist Heimat sowohl Zukunft als auch Vergangenheit als auch Gegenwart. Ich bin hier komplett groß geworden und ich kann mir nicht vorstellen, jemals in der Welt den Ort zu verlieren, an dem meine gesamte Vergangenheit hängt. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, den Ort zu verlieren, an dem ich eigentlich meine Zukunft verbringen will. Ich weiß das noch so gut, das war um 1980. Da saßen wir hier an dem Tisch, einer von RWE, und dann sagt er, ja, unter anderem, kein Weg kommt auch mal dran. Jetzt haben wir die Zeit da, die 40 Jahre sind um, und wir stehen da an dem Punkt. Wenn das hier wegkommen soll, weiß ich noch nicht so ganz, wie es mit uns weitergeht. Ich musste deswegen auch schon eine Umschulung anfangen, weil es wahrscheinlich ist, dass ich mir so ein Objekt nicht leisten kann und dass auch die Entschädigung dafür nicht ausreichen wird. Es wird einfach gesagt, ja, du kannst ja umziehen, ihr bekommt ja Geld, dann arbeitest du was anderes. Ob das dann das ist, was ich will oder nicht, das interessiert niemanden. Das ist schon, ja, das ist das Leben, was wir uns hier aufgebaut haben und was wir leben wollen. Ja, so kriegt man das halt Stück für Stück mit, wie alles so langsam so zusammenbricht. Ne? RWE hilft ja bei den Umsiedlungen es ist dann aber auch schwierig, weil RWE dann gleichzeitig sagt, wir haben die Flächen nicht, um euch das zu bieten. Sie haben Anspruch, aber wir haben die Fläche nicht. Ja, die größte Schwierigkeit ist eigentlich, es zu schaffen, dass die Politik in Deutschland sich nicht hauptsächlich für die Konzerninteressen von RWE einsetzt, sondern endlich wahrnimmt, dass Menschen vor Ort hier bleiben möchten und die Politik sich deswegen dafür einsetzen muss, dass auch unsere Bedürfnisse gehört werden. Es gibt in Deutschland ein Recht, das nennt sich Bergrecht. Das ist ein Gesetz, ein sehr altes Gesetz. Und dieses Gesetz sagt, ich bringe es mal mit einfachen Worten rüber, wenn ich ein Grundstück erwerbe oder wenn ich das besitze, dann gehört mir das, was da drauf steht, und mir gehört auch der Boden, der Grund und Boden, aber nicht das, was in der Erde ist, was ganz unten drunter ist. Also wenn Kohle da drunter ist, dann sagt dieses Bergrecht, das gehört der Allgemeinheit und dann entsprechend einem Unternehmen, das diese Kohle abbaggern darf oder abnehmen darf. Und was da oben drüber steht, ist dann erstmal in zweiter Linie zu betrachten. Während das vor 30, 40 Jahren noch unwidersprochen dastand, dass wir Kohle zur Verstromung brauchen, ist es heute so, dass wir so viele andere Möglichkeiten haben, dass auch klar ist, dass das ein Ding ist, was nicht mehr zeitgemäß ist. Menschen zu vertreiben, um Kohle zu verstromen. Wenn wir eine Vorreiterrolle haben wollen in dieser Welt und wenn uns das so wichtig ist, dass wir die stärkste Industrienation der Welt sind, dann verstehe ich nicht, wieso wir an Braunkohlestrom festhalten, weil das ist auch wirtschaftlich gesehen überhaupt nicht klug und das ist, was eigentlich Arbeitsplätze gefährdet, dass man die Zukunft nicht ernst nimmt, indem man die falsche Industrie unterstützt. Und dann hört man von der Gegenseite, dass gesagt wird, ja, die Bergbauleute, ja, die können nicht mal eben so einen anderen Job annehmen. Ja, dann denke ich mir, was ist mit mir? Ich habe auch mal im Bergbau gearbeitet und habe meinen Arbeitsplatz verloren, weil eine Steinkohlenzeche geschlossen wurde. Aber das ist überhaupt kein Vergleich zu dieser Angst, die man hat, wenn man nicht weiß, wo lebe ich in 2 Jahren oder was verliere ich hier an Familienstruktur, was verliere ich hier an Sozialstruktur. Das ist überhaupt nicht sozialverträglich und das kann nicht sozialverträglich werden. Niemals. So ein Tagebau kann niemals sozialverträglich sein. Das Unternehmen muss ja eigentlich Verantwortung für seine Mitarbeitenden übernehmen und im Vorhinein antizipieren, wie wird sich die wirtschaftliche Lage entwickeln und deswegen alternative Stellen anbieten müssen. Das haben die jetzt halt lange nicht gemacht. Die haben in den 80er Jahren gesagt,
Wir gehen davon aus, dass wir die nächsten 200 Jahre Braunkohle baggern werden. Die Politik hat sich auch so verhalten. Und jetzt stehen wir natürlich an einem Punkt, wo Arbeitsplätze bedroht sind. Aber nicht, weil wir hier bleiben wollen, sondern Arbeitsplätze sind eigentlich deswegen bedroht, weil Politik und Konzern selber nicht weitreichend gedacht haben und sich nicht im Vorhinein dafür engagiert haben, dass neue Arbeitsplätze in der Zeit entstehen, wo alte Arbeitsplätze fallen gelassen werden. Over 40 towns were destroyed by this cancer spreading across the local landscape. Are the global epicenters of climate destruction. This is what's happening here. It's affecting places like Philippines, Puerto Rico, where super hurricanes and rising water levels are destroying countless homes and affecting millions, especially in the global south. Wir können nicht einfach sagen, ja, wir lassen das mal so geschehen und in 20 Jahren erklären wir den Kindern, ja, schade, jetzt haben wir hier Wüste und Stürme und Erdbeben, weil ja, wir haben einfach damals nichts gemacht. Ich denke, es ist einfach an der Zeit, dass wir aufhören müssen zu wachsen, um zu wachsen. Wenn wir wachsen wollen, dann müssen wir wissen, wofür wir das tun. Wir müssen das im Einklang mit dieser Welt tun, denn es bringt es nichts, wenn wir in eine Zukunft wachsen, auf der kein Planet mehr existiert. Very often we're told by the local residents or by people that surround us in the communities that there's not enough of us or that we should have started this 30 years ago, to which we respond that change has to begin somewhere. We're at the crossroads. The options are either we do something or we face a global super hot climate. So we're really fighting not just for the villages and the forests here, but really for our lives. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie wir das Ding stoppen können. Das eine ist, das hat Hambach gezeigt, ist die Masse an Menschen. Und ich glaube, dass da immer mehr aufmerksam werden. Und das Zweite, ich glaube auch nicht mehr, dass ein Gericht sagen wird, ja, Enteignungen sind noch rechtmäßig in der heutigen Zeit, wo es das Allgemeinwohl vielleicht nicht mehr ist, genügend Energie aus Braunkohle zu gewinnen, sondern das Allgemeinwohl ist vielleicht eher die Welt zu retten, das Klima zu schützen. Und man redet immer davon, ja, die Jugend ist so unpolitisch und interessiert sich für nichts mehr und zocken nur am Handy rum und so. Und als ich dann Greta gesehen hat, die ja diese Rede gehalten hat und was daraus entstanden ist und dass es auch in der Provinz ankommt, das macht mir dann auch wieder Mut. Dann denke ich, es gibt doch eine gute Zukunft. Also die Klimagerechtigkeitsbewegung wächst überall rasant. Trotzdem hat man nicht den Eindruck, dass die Politik irgendwas ändern will. Und deswegen kann man nur sagen, diese Bewegung muss noch viel, viel größer werden. Und wir scheinen ja tatsächlich bei der Politik so langsam ein Angstgefühl zu kreieren. Und das ist eigentlich ein gutes Zeichen, ne, dass die Politik auf uns reagiert. Und das bedeutet, dass wir gewinnen werden. Das ist überhaupt keine Frage. Ich bin mir da ganz sicher.